Road Rarities. Hallo, grüß euch, ich bin der Fritz und darf euch heute mein Katscher BMW kurz vorstellen. Wie bin ich zu der Katscher gekommen? Ich habe nach einer flotten BMW gesucht, wo es in sich stimmig ist vom Aufbau her, und habe zufällig in einem Fahrerlager am Großglockner so ein Motorrad gesehen und habe mir gedacht, das muss sein. Habe dann annonciert. Auf die Annoncen hin hat es eigentlich keine Rückmeldung gegeben, außer 2 Monate später hat mich einer angerufen und hat gesagt, was brauchst du, was suchst du? Sag ich, ich möchte eine Katscher aufbauen. Sagt er, was hast du, was fehlt dir? Sag ich, haben tue ich nichts. Er sagt, das ist ein ehrgeiziges Unterfangen. Und er hat mir aber dann weitergeholfen, über den bin ich dann zu einem Rahmen gekommen. Und somit habe ich dann das Fahrzeug aufbauen können. Motortuning und die ganzen Aufbauten habe ich dann selbst übernommen. Das Ziel war, zu meinem 50. Geburtstag das Projekt fertig zu haben. Ich habe es dann letztendlich zum 49. geschafft und seither fahre ich, also ich fahre mittlerweile ca. 17 Jahre mit dem. Zum Thema Katscher möchte ich noch einiges sagen. Der Katscher Ferdl war ein begnadeter Konstrukteur, war bei BMW im Versuch tätig und hat ihm den Rahmen entwickelt und selber gebaut, mit einer relativ geraden Anlenkung vom Steuerkopf Richtung Schwingenlager, und somit ist der Rahmen sehr stabil. Die Herren sind halt seinerzeit als Privatfahrer mit dem Messer zwischen die Zähne gefahren, damit sie ein Startgeld gekriegt haben, beziehungsweise eine Prämie für einen Sieg. Sonst hätten sie oft von der Rennstrecken gar nicht mehr heimfahren können, weil das Geld nicht mehr gereicht hätte. Leider hat sich der Katscher Ferdl dann auch in der Modernisierung umgestellt und hat dann einen 350er TZ Yamaha gefahren und ist bei uns in Österreich in Ziersdorf 1973 mit dem Braumhandel Hans am Start gestanden, und bei den Bergrennen ist leider der Katscher tödlich verunglückt. Somit ist dieses Katscher-Projekt beendet, und wie es die Zeit so mit sich bringt, ich werde wieder, junge Leute kommen nach, auch mit stärkeren Motorrädern, und somit habe ich ein zweites Projekt begonnen und eine mit wieder ein bisschen mehr Leistung baut und hoffe, dass ich mit der dann, ja, in meinem Alter, mit den jungen Kerlen wieder ein bisschen mithalten kann. Coming soon.